jetzt geht's los und ihr merkt schon, zack, das Heck bricht aus und schaukelt's ganz schön. Ich gebe euch einfach mal ein paar Tipps, dann ist die Situation auch unter Kontrolle. Aquaplaning entsteht ja im Prinzip dadurch, dass zwischen dem Reifen und der Fahrbahnoberfläche die Wasserschicht zu groß wird, die Profiltiefe im Reifen aber das nicht mehr schafft, das Wasser eben zu verdrängen und dann schwimmt das Fahrzeug auf. Je höher das Gewicht, desto später kommt diese Reaktion. Nachteil ist, wenn sie dann kommt und das Fahrzeug den Kontakt verliert, dann ist das Problem, dann schiebt die Masse natürlich deutlich mehr. Und dementsprechend muss man dann reagieren. Wir beschleunigen jetzt hier mal, schauen mal, dass wir auf Geschwindigkeit kommen. Und dann im Endbereich werden wir merken, ui, jetzt verlieren wir den Kontakt zur Fahrbahn. Jetzt geht's los, jetzt schwimmt das Auto auf, Kupplung treten, vorsichtig bremsen und dann kann man auch vorsichtig in die Kurve einlenken. Und ihr habt gesehen, auch dann schafft man so eine kritische Situation. Wichtig ist, wirklich vorsichtig mit der Bremse zu arbeiten und eben möglichst wenig lenken.